Hallo liebe Freunde, danke, dass ihr wieder dabei seid. Ich grüße euch ganz herzlich aus Irkutsk. Ich hoffe, euch geht's gut. Auf jeden Fall wünsche ich euch eine angenehme und erfolgreiche Arbeitswoche, die gerade begonnen hat. Ich hoffe, ihr habt ein angenehmes Wochenende verbracht, im Familienkreis oder zusammen mit euren Freunden. In diesem neuen Video möchte ich euch weitere Nachrichten aus Russland gerne vorstellen. Russland ist ein sehr großes Land und jede Woche passiert bei uns etwas Interessantes. Ich versuche etwas Neues für euch zu finden, was für euch als Ausländer interessant sein kann. Bleibt gerne dran, los geht's! Pflicht zur DNA-Registrierung. Die Staatsduma Russlands hat ein bedeutendes Gesetz verabschiedet, sowohl in zweiter als auch in dritter Lesung. Dabei geht es um die verpflichtende genomische Registrierung von Militärangehörigen. Dies wurde auf der offiziellen Webseite der Staatsduma veröffentlicht. Nach dem neuen Gesetz wird die DNA-Registrierung für mehrere Personengruppen verpflichtend. Dazu zählen Soldaten, Freiwillige, Vertragsmilitärangehörige sowie Mitarbeiter der Nationalgarde, die an Kampfhandlungen und Antiterroroperationen teilnehmen. Doch damit nicht genug. Auch Zivilpersonen und Staatsbedienste, die an der Unterstützung militärischer Einsätze beteiligt sind, müssen künftig ein DNA-Testverfahren durchlaufen. Zuvor hatte die Menschenrechtsbeauftragte Russlands Tatjana Moskalkova die Initiative unterstützt. Sie betonte, dass in Fällen, in denen ein Teilnehmer der speziellen Militäroperation schwer verletzt wird oder als vermisst gilt, die Identität mit Hilfe von DNA-Analysen festgestellt werden kann. Neues Schuldnerregister. In Russland zeigen sich erste Ergebnisse nach der Einführung eines Registers für Unterhaltsschuldner. Wie Svetlana Bessarab, Mitglied des Ausschusses für Arbeit, Sozialpolitik und Veteranenangelegenheiten der Staatsduma mitteilte, haben bereits 15-20% der säumigen Zahler ihre Schulden beglichen. Ihr zufolge wurde das System im Laufe der Zeit deutlich verbessert. Früher war es äußerst schwierig, hartnäckige Unterhaltsschuldner ausfindig zu machen. Viele von ihnen wechselten regelmäßig den Arbeitsplatz, um Zahlungen für ihre Kinder zu umgehen. Dadurch wurden Kinder faktisch wichtiger Lebensmöglichkeiten beraubt, weil Eltern ihren Verpflichtungen nicht nachkamen. Heute hat sich die Situation geändert. In Russland wurde ein einheitliches Register für Unterhaltsschuldner eingeführt, und zwar erst vor wenigen Monaten. Dieses zeigt bereits seine Wirksamkeit. Arbeitgeber können nun ihre Mitarbeiter über dieses Register überprüfen. Bestehen Schulden, wird das Gehalt automatisch unter Berücksichtigung der entsprechenden Abzüge für Unterhaltszahlungen berechnet. Wie Bessarab betonte, ist es unter solchen Bedingungen nahezu unmöglich geworden, sich den Zahlungen zu entziehen. Neues Schulfach in Russland. In russischen Schulen wurde ein neues Lehrbuch für die Klassen 10 und 11 eingeführt, das sich mit unbemannten Fluggeräten befasst. Dies teilte Dmitri Semtsov, Prorektor der Nationalen Forschungsuniversität Höhere Schule für Wirtschaft, mit. Das Lehrbuch trägt den Titel Unbemannte Fluggeräte – vom Aufbau bis zur Berufswahl. Laut Semtsov werden Drohnen heute in zahlreichen Bereichen eingesetzt. Sie helfen bei der Suche nach vermissten Personen, werden in der Landwirtschaft genutzt und dienen auch dem Schutz der Bevölkerung. Er betonte, dass die Entwicklung dieses Bereichs eine große Zahl an Fachkräften erfordert, darunter Piloten, Programmierer und Ingenieure. Mit dem neuen Lehrbuch sollen Schüler die Möglichkeit erhalten, ärztepraktische Erfahrungen zu sammeln und bereits im Unterricht in die Rolle von Entwicklern zu schlüpfen, sowohl für einzelne Drohnen als auch für ganze Luftfahrtsysteme. Zudem hat die russische Regierung zuvor ein Dokument zum Schulfach
Grundlagen der Sicherheit und des Schutzes der Heimat vorbereitet. Im Rahmen dieses Unterrichts sollen Schüler auch den Zusammenbau und die Steuerung von Drohnen erlernen. Mutterschaftsurlaub. In Russland kehren immer mehr Frauen deutlich früher aus dem Mutterschaftsurlaub in den Beruf zurück. Ein wesentlicher Grund dafür ist die Sorge, den Arbeitsplatz zu verlieren. Viele junge Mütter nehmen ihre Arbeit bereits 1 bis 2 Monate nach der Geburt wieder auf. Dabei entscheiden sie sich für eine Vollzeitbeschäftigung und nicht für ein Remote- oder Hybridmodell. Wichtig ist dabei, Frauen behalten weiterhin Anspruch auf das Betreuungsgeld für ihr Kind bis zum Alter von 1,5 Jahren. Arbeitgeber dürfen diese Zahlungen auch dann nicht verweigern, wenn die Mitarbeiterin bereits wieder arbeitet. Die Expertin Alexandra Koroljowa nannte konkrete Zahlen. Ihren Angaben zufolge sind im Jahr 2025 insgesamt 55% der Frauen entweder vorzeitig in den Beruf zurückgekehrt oder gar nicht erst in den Mutterschaftsurlaub gegangen. Als einen der Hauptgründe nennt sie die berufliche Entwicklung. Der Arbeitsmarkt verändert sich rasant, insbesondere in den Bereichen IT, Digital und Vertrieb. Unter solchen Bedingungen kann eine längere Auszeit die Karriere beeinflussen. Ein weiterer Faktor sind veränderte Lebensprioritäten. Viele Frauen, vor allem in Großstädten, streben nach Selbstverwirklichung, aktiven sozialen Kontakten und möchten sich nicht ausschließlich auf die Rolle als Hausfrau beschränken. Putin gründet KI-Kommission. In Russland wird eine neue Struktur geschaffen, die die Entwicklung von Zukunftstechnologien maßgeblich beeinflussen könnte. Es geht um eine Kommission beim Präsidenten für die Entwicklung von Technologien der künstlichen Intelligenz. Zuvor wurde berichtet, dass der russische Präsident Wladimir Putin die Einrichtung dieser Kommission beschlossen hat. Das entsprechende Dokument wurde bereits auf dem offiziellen Portal für Rechtsinformationen veröffentlicht. Seine Einschätzung dazu äußerte Denis Kravchenko, erster stellvertretender Vorsitzender des Ausschusses für Wirtschaftspolitik der Staatsduma. Ihm zufolge wird die Einrichtung dieser Kommission die Entwicklung fortschrittlicher Technologien beschleunigen und der Wirtschaft neue Impulse geben. Kravchenko betonte, dass es nicht nur um technologischen Fortschritt gehe, sondern auch um die Schaffung neuer Arbeitsplätze sowie die Stärkung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit Russlands. Er hob hervor, dass künstliche Intelligenz bereits ein integraler Bestandteil der modernen Wirtschaft ist. Seiner Ansicht nach bildet dies die Grundlage für die Wirtschaft der Zukunft, in der Russland eine führende Rolle einnehmen möchte. Also, liebe Freunde, das war's von mir für heute. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dieses Video bis zum Ende anzuschauen. Das war mein Spaziergang im Bezirk Solnitschny, wo ich zur Mitte wohne. Ich freue mich auf eure Fragen und freundliche Kommentare, die das Alltagsleben in Russland betreffen. Auf jeden Fall wünsche ich euch alles Gute im Alltag und viel Erfolg bei der Arbeit. Wir sehen uns bald in meinen neuen Videos wieder. Bis dann. Tschüss.